begrüße euch, meine wunderschönen Zuschauer, zu einem wunderschönen Video meinerseits. Und zwar geht es jetzt endlich mal um den ELAC Miracord 50 Plattenspieler. Lange musstet ihr auf das Video warten. Ich habe ihn ja jetzt schon eine gewisse Zeit hier stehen. Der erste Fame ist so ein bisschen verflogen. Und wir schauen uns jetzt in diesem Video einfach mal den Miracord 50 etwas an. Was gefällt mir gut und was gefällt mir da nicht so gut? Das schauen wir uns in diesem Video doch einfach mal, würde ich vorschlagen, zusammen an. Bleibt da dran, viel Spaß dabei, los geht's, euer Speaker Schocker. Der ein oder andere denkt sich jetzt bestimmt ELAC. ELAC ist die Kurzform von Elektroakustik mit Sitz in Kiel. Aber die stellen doch nur Lautsprecher her. Ja, nicht ganz richtig. 1926 wurde diese Firma gegründet und haben seit jeher eigentlich Plattenspieler produziert. Doch 1984 kamen dann auch noch Lautsprecher hinzu. Die Schallplattenproduktion wurde eingestellt, denn der ein oder andere weiß sicher, in den 80er Jahren kam so langsam die Kompaktdisk. Plattenspieler war dann nicht mehr so gefragt. Aber seit kürzerer Zeit baut ELAC jetzt wieder Plattenspieler und die Miracord-Serie geht weiter. Ich habe hier den kleinsten der Serie. Es gibt noch den Miracord 90, den 70 und jetzt auch noch so ein Zwischenstück, den Miracord 60. Wobei Zwischenstück nicht so ganz, denn da ist die Preisgestaltung doch ein bisschen komisch. Aber schauen wir uns doch einfach mal die Miracord 50, den kleinsten, an. Ich wollte nur noch mal auf das Design des Kartons drauf eingehen, denn das finde ich so schon mal richtig nice gemacht. So jeder Plattensammler oder ein Plattengeschäft oder so, wenn die Platten da so schön im Regal eingereiht sind, jeder erkennt sofort, worum es geht. Nice! Der Plattenspieler wurde wirklich mehr als nur ordentlich verpackt. Denn in dem ganzen Karton war wohl so ziemlich alles einzeln verpackt, was man dann noch an den Plattenspieler dran schrauben muss. Aber das ist alles gar kein Problem. Plug and Play, sagt ELAC hier. Drin enthalten war erstmal der Aluminium-Gussteller mit dementsprechender Gummimatte. Das Headshell-System mit vormontiertem Tonabnehmer. Im Originalzustand ist es der AT91 von Audio-Technica. Diesen habe ich aber schon ausgewechselt. Denn die Nadel, die hierbei ist, der Tonabnehmer, der ist in Ordnung. Man kann damit super Spaß haben. Aber mir hat es gerade auf dem Kopfhörer nicht ganz gefallen. Aber er ist an dem Headshell-System vormontiert. Man muss da nur noch das Gewicht einstellen. Die Nadel einstellen, ausrichten, hat ELAC schon alles getan. Sogar ein kleiner Puck ist auch noch mit dabei, damit man die Singles abspielen kann. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir bei Miracord von ELAC doch ein bisschen mehr gewünscht, anstatt hier einfach nur so ein kleines Plastikteilchen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, habe ich mir dann direkt was Standesgemäßes gegönnt. Der liegt nämlich mal normalerweise den teuren Modellen dabei, wie zum Beispiel den Miracord 90 für 2.500 Euro. Den Miracord 70, ich glaube, der kostet 1100 oder 1500, da weiß ich nicht ganz genau. Da sind aber jeweils auch schon Tonabnehmersysteme bei. Und jetzt neu gibt es den Miracord 60, der kostet auch um die 1000 Euro, allerdings ohne Tonabnehmersystem. Dazu dann noch das Cinch-Kabel bzw. RCA-Kabel mit Erdungskabel. Aber hier auch wieder, liebe Leute, das wusste ich erst gar nicht auseinanderzunehmen, um zu sehen, dass das einfach mal viel zu kurz sein wird. Habt ihr euch, liebe Leute, sagt mir mal, habt ihr euch schon mal beschwert, dass mal ein Hersteller ein zu langes Kabel mit dabei gelegt hat? Würde mich mal interessieren, ich glaube kaum. Und dann hier, was ich wirklich sehr enttäuschend fand, das Netzteil, was mit beigeliefert worden ist. Also da hätte ich mir von ELAC und den Namen Miracord, ganz ehrlich, wirklich mehr erwünscht. Der Plattenspieler, der braucht nicht wirklich viel Leistung, 1,5 Watt reicht für den Betrieb des Plattenspielers vollkommen aus. Aber dieses Netzteil hier, das muss man hier auch noch zusammenstecken mit einem passenden Adapter. Da muss ich erst mal gucken, wie das hier geht. Da muss man hier das zusammenstecken. Aber liebe Leute, das wirkt so, als wäre es irgendwie von einem Rasierapparat eines billigen chinesischen Herstellers. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir was Besseres gewünscht. Wirklich. Und jetzt hat das Zusammenbauen im Video sogar besser geklappt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich das hier bestimmt 5 Minuten gebraucht, bis das hier so reingeschnackt hat. Okay, alles klar. Aber hier das Kabel ist mit 1,50 Meter
jetzt auch nicht so die Länge. Da musste ich mir für den Standort des Plattenspielers auch noch eine Verlängerung suchen. Aber alles gar kein Problem. Und die Bedienungsanleitung, ihr wisst, meine lieben Freunde, ich liebe Bedienungsanleitungen. Vor allem, wenn sie so richtig schön geschrieben sind. Und das meine ich ernst. Die Bedienungsanleitung, die ist wirklich schön aufgebaut und wirklich schön beschrieben. Zu Pflegehinweise und. Und was auch Fehlerquellen sein können, falls der Ton mal nicht so ist, wie er sein soll. Finde ich nett. Aber ey, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst das, stellt ihr doch immer ganz gerne in die Kommentare. Und dann lösen wir das Problem dann einfach gemeinsam. Und zu guter Letzt legt ELAC eine Haube zu dem Plattenspieler auch noch dabei. Diese ist auch schon vormontiert, man muss einfach nur hier hinten die, wie nenne ich es jetzt hier, mal die Scharniere, die muss man einfach nur reinstecken. Auch hier, es wird gar kein Werkzeug benötigt, es wird einfach nur reingesteckt, das hält und fertig ist die Haube. So, und was fehlt jetzt? Richtig, der Plattenspieler. Und so präsentiert sich dann der ELAC Miracord 50. Eine Breite von 42 cm hat er, eine Tiefe von 36 cm hat er und eine Höhe von 14 cm hat er. Es ist kein direkt angetriebener Plattenteller, sondern dieser wird extern über einen externen Motor mit einem Riemen angetrieben. Dann haben wir hier noch ein gerades Tonabnehmerrohr aus Aluminium und dieser ist hier auch noch mit einer kleinen Vorrichtung orientiert. Die kann ich jetzt nicht losmachen, denn das Gewicht müsste man eigentlich auch noch anbringen, wenn man den Tonabnehmer anbringt. Habe ich aber hier schon alles getan. Darum habe ich den jetzt hier orientiert, sonst wird es hinten überkippen. Dann können wir hier noch die Anti-Skating-Funktion einstellen. Diese stellt sich so nach dem jeweiligen Gewicht des Tonabnehmers ein. Hier vorne haben wir dann den Regler für Start, Stopp und die jeweilige Geschwindigkeit. Es ist aber leider kein An- und Ausschalter, denn der befindet sich auf der Rückseite, wozu wir gleich dann kommen. Aber fangen wir doch mal an, den Plattenspieler aufzubauen, denn das ist wirklich kinderleicht. Wir fangen an mit dem Aluminiumguss-Drehteller. Den setzen wir hier einfach auf der Narbe auf. Fertig. Und da müssen wir schauen, wo nun der Motor ist, beziehungsweise die Achse von dem Motor. Und da müssen wir jetzt den Riemen, der Riemen ist übrigens hier schon an dem Aluminiumteller, der ist hier schon unten drunter vormontiert. Den habe ich auch erst gesucht und war mich am Ärgern, aber er ist schon hier dran. Und hier drunter haben wir auch noch eine Gummimatte, damit das Ganze hier akustisch noch mal ein bisschen gedämpft wird, was der Rückkopplung bei bzw. bei hohen Lautstärken sehr zugute kommt. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. So, damit wir den Riemen jetzt nicht mit den Fingern anfassen müssen und Fingerfett drauf hinterlassen, nehme ich hier so einen kleinen Schraubendreher und versuche den mal so zu greifen und den dann hier über den Pulli zu schieben. Ja, das ist jetzt, wie im Video, ist das jetzt wieder ganz geil. Am besten mache ich Zeitraffer oder sowas. Ah, guck mal. Hat doch alles geklappt. Und somit haben wir das auch schon erledigt. Die Gummimatte drauf. Das Headshell-System mit dem Tonabnehmer vorne am Tonarm anbringen. Normalerweise müsste man jetzt den Tonarm ausrichten, damit man das richtige Gewicht einstellen kann. Habe ich aber hier schon getan. Und auch mit Haube macht der Plattenspieler eine wirklich gute Figur. Es ist nicht nur eine Ohrenweide, sondern auch eine Augenweide. Aber naja gut, offen macht das Ganze, beziehungsweise ohne Haube, macht das Ganze natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck. Vor allem diese schwarze Hochglanzoptik, die gefällt mir wirklich richtig geil. Es sieht auf irgendeiner Form richtig edel aus, aber auch irgendwo minimalistisch. Es braucht nicht mehr. Mehr würde hier auch, glaube ich, einfach nur optisch störend aussehen. Die Zarge des Plattenspielers ist aus MDF gefertigt, also kein Kunststoff oder sowas. Einfaches MDF. Gefedert ist das Ganze hier auch noch. In einer gewissen Form, jetzt nicht großartig wie ein Geländewagen, nein, aber ist gefedert. Das passt soweit. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Auf der Rückseite haben wir dann hier auch noch das ein oder andere Special. Ganz klar hier die RCA-Anschlussklemmen bzw. Steckerbuchsen für rechts und links. Das finde ich sehr gut, dass das Kabel nicht fest irgendwie montiert ist, sondern das Kabel, dass man das einfach mal lösen kann oder wenn es Probleme gibt, dass man es auch tauschen kann. Das finde ich gut. Dann hier noch die Klemmbuchse, um den Plattenspieler zu erden. Aber positiver Effekt von dem Netzteil, es brummt nichts,
Es gibt gar keine Probleme. Ich brauche den Plattenspieler noch nicht mal an meinen Verstärker zu erden. Läuft einfach so ohne Probleme. Das ist schon mal ganz gut. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Gimmick, denn ELAC sagt ja Plug and Play ohne Probleme. Wenn du keinen Phono-Vorverstärker hast, ist das gar kein Problem, denn den haben wir hier schon eingebaut. So können wir den Phono-Vorverstärker nutzen und den Plattenspieler an wirklich jeden AUX-Eingang einer x-beliebigen Anlage oder Verstärker anschließen zu können. Finde ich ganz gut und das funktioniert auch wunderbar. Ich habe klanglich keinen Unterschied gehört, ob ich jetzt den Phono-Verstärker von ihm hier nehme oder den Phono-Vorverstärker nehme von dem Yamaha RXA 3030. Da habe ich überhaupt gar keinen Unterschied feststellen können. Das ist auch ganz gut. Und haben wir hier noch den Ein- und Ausschalter und den Plattenspieler ein- und auszuschalten. Warum man das hier hinten macht, ist mir irgendwie ehrlich gesagt ein Rätsel, weil man hätte es ja vorne an den Drehregler machen können, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann, dass man da dann den Regler zum Ein- und Ausschalten nutzen könnte. Dann irgendwann vergisst man das Ganze hier und dann hat man den Plattenspieler an und macht ihn nie wieder aus. Ich sag's euch. So, dann schließen wir das Ganze doch mal an und nehmen das Ganze in Betrieb. Und dann werde ich auch mal versuchen, euch den ein oder anderen Klangeindruck überbringen zu können. Ich hoffe, da kriegen wir GEMA-mäßig mit Urheberrechtsverletzung nicht ganz so direkt einen auf den Deckel, weil ich habe keine Schallplatten, wo GEMA-freie oder lizenzfreie Musik drauf ist. Das habe ich einfach nicht. Aber da werde ich einfach mal eine binaurale Aufnahme erstellen, Tonaufnahme. Das heißt, ihr hört am besten dann einfach mit Kopfhörer und dann schauen wir einfach mal, wie es klingt. Very superstitious writings on the wall. Crawling on your knees, Jordan. Angeschlossen und läuft. Das ist ganz bewusst kein Halbautomat oder gar kein Automat. Hier muss man wirklich noch alles von Hand machen. Und ich war mir erst gar nicht sicher, wo soll ich den Plattenspieler überhaupt hinstellen. Wichtig war mir nur, man sollte ihn schon sehen können, weil er sieht ja wirklich, wirklich gut aus. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt bestimmt Probleme mit dem Lautsprecher. Ihr wisst, früher hatte ich ja noch den ELAC-Subwoofer hier stehen. Der steht jetzt an der Seite, weil ich mir dachte, Subwoofer und Plattenspieler, das geht auf gar keinen Fall gut. Naja, was soll ich sagen? Ich kann Musik hören, ich kann voll aufdrehen, egal ob jetzt der Subwoofer an oder aus ist, spielt für den einfach mal gar keine Rolle. Denn hier mit Rückkopplung oder sowas hat er gar keine Probleme. Hier jetzt mit dem Tonabnehmersystem, was ich jetzt drauf habe, ein bisschen mehr als mit dem, was mitgeliefert wird. Aber trotzdem, man kann hier wirklich sehr gut laut Musik hören. Ihr wisst, ich höre gerne laut Musik und das am besten so laut, dass selbst die Nachbarn die Tür klingelt, weil sich selber zu Hause schon nicht mehr hören. Und das ist sogar hiermit möglich, weil Rückkopplung, da hat er wirklich keine Probleme. Und das finde ich klasse. Und damit komme ich jetzt aber auch zum Ende des Videos des ELAC Miracord 50 Plattenspielers. Er liegt zurzeit ungefähr bei, ich glaube bei 400 € hat der Preis sich eingependelt. Der kann schon mal ein bisschen hochgehen. Ich habe ihn auch schon mal irgendwo bei 350 gesehen. Ihr habt ihn aber auch schon mal für 450 gesehen. Also die Preise sind so um die 400 € rum. Ist auf jeden Fall ein ein nices Gerät. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und hey, abonnieren, das ist kostenlos. Das könnt ihr auch. Da würde ich mich sehr darüber freuen, denn wir haben gerade vor kurzem die 35.000 Abonnenten-Marke geknackt. Und das ist doch wohl ein Applaus wert, oder? Richtig geil, ihr seid die Geilsten. Und auf Instagram sind wir gerade auch 1000 Peoples geworden. Wenn das nicht mal einen fetten Like wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Der Like geht raus an euch und an euch. Und wie gesagt, abonnieren ist kostenlos. Bleibt mir gesund und munter, auch wenn das zurzeit mit Corona nicht so ganz gut ist. Aber wie gesagt, liebe Leute, bleibt mir gesund und munter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Macht's gut. Ciao.